Ich heiße Harry Metal und euch heute herzlich willkommen in Wacken. Wir präsentieren euch heute Einblicke hinter die Kulissen. Nicht nur zum Festival, sondern auch das private Leben wollen wir ein bisschen zeigen. Und wir besuchen heute als allererstes den ehemaligen Sparmarkt hier in Wacken, der jetzt Edeka heißt. Und dort begrüßen wir die Familie von Thomas Jensen. Außerdem gibt es viele interessante Sachen zu sehen um Holger herum und auch um Shireen, die alle drei dieses Festival irgendwann mal aus der Taufe gehoben haben. Viel Spaß und viel Vergnügen. Kaum sind wir im Shop, möchten den Chef sprechen, nicht da. Aber eine sehr charmante, nette Mitarbeiterin leiht uns mal kurz ihr Handy, wir rufen ihn an und dann werden wir mal sehen, wie schnell er hier sein kann, weil er ist ja einer der schnellsten, oder? Ich denke mal. Ist es ein netter Chef? Ganz lieber nett. Stand, wo kann man denn mal probieren? Claudia, du wirst hier ganz dringend erwartet. Das Fernsehteam ist da. Willst du nicht mit ins Fernsehen? Ich wusste gar nicht, dass der Bruder von Thomas Claudia heißt, aber man lernt nie aus. Der hat ja Glück, der sieht ja gar nicht so aus wie sein Bruder. Hallo Jörg, grüß dich. Moin, hallo. Strahlender Sonnenschein in Wacken, hoffentlich ist es in 4 Wochen genauso. Oh, jetzt habe ich die charmante Dame über. Das ist meine Frau. Das ist die Frau. Wo waren wir? Strahlender Sonnenschein in Wacken, in 4 Wochen hoffentlich genauso. Open Air ist angesagt. Das wievielte dieses Jahr, wenn wir mal die Frage stellen, das ist ja der Bruder von Thomas. Mal sehen, ob er weiß, wie viel Mal das Wacken Open Air hier schon stattgefunden hat. Müsste das 16. oder 17. Mal. 16. ist das, ja. Ich würde sagen das 17. Ja, 17, ja, genau. Einigen wir uns auf 17. Das ist Frau... Frau Jensen-Brandt, nicht mit mir verwandt, aber Genau, und sie macht die Pop-Abteilung. so ist es. Haben wir gehört. Genau. Und nebenbei verkauft sie Kartoffelsalat. Genau, die Ganz Tochter- charmant. Wir waren auch schon in der Tiefkühlabteilung, haben uns da ein bisschen ausgeruht. Bei diesen Temperaturen ist das ja nicht das Schlechteste. Wir wollen uns mal ein bisschen im Laden umsehen und vielleicht ein bisschen was erklären lassen, was so abgeht hier bei euch während der heißen Zeit. Und ja, lass einfach mal reingehen. Okay? Wir folgen. Guten Tag. Wir begrüßen Jürgen Jensen, mein Jürgen Vater. Jensen Senior. Das ist der Erziehungsberechtigte von Jörg und von Thomas. Hallo, Herr Jensen. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's? Wunderbar, wunderbar. Wir sind auf den Spuren des Wacken Open Air Ja. und sind ja ein bisschen an der Wurzel. Als Erzeuger von Thomas, der ja das Wacken Open Air mitgegründet hat vor 17 Jahren. Ich auch, Sie auch? ja. Sie Ich war waren- damit der Haupt, der damit bei war und der das auch immer unterstützt hat. Sonst würde das vielleicht heute gar nicht so weit sein. Mit Sicherheit. Und vor 17 Jahren haben Sie auch schon laute Musik gehört? Ja, gehört, aber ich gehe dann immer ein bisschen in die Hinterhand. Kennen Sie irgendeine Band, die dieses Jahr hier auftritt? Ja, ich habe mein Sohn, die wissen das besser wie ich. Und ich höre mir das an und sage, das ist in Ordnung. Und dann auch mitunter haben die ja auch eine Kassette da, dass man dann mal hören kann, was los ist. Aber sonst im Endeffekt ist es nicht so meine große Welt, sondern ich höre dann lieber mal was anderes. Fröhliche Musik mit Ernst Mosch oder Ja, so die Richtung? Nein, Auch Volksmusik nicht mit ganz Heino. so weit zurück, aber jedenfalls ja auch diese Sachen selbstverständlich. Aber so will man sagen, diese ganze Hard-Rock-Musik ist nicht so mein Ding. Wie oft schon auf dem Festivalgelände gewesen? Jedes Jahr? Ja, ich bin von morgens bis abends oft da. Also mein Sohn, ich bin dann unten im Laden und mein Sohn ist dann oben und regelt das, er pendelt dann hin und her. Und sonst dann auch schon mal damit gucken und sehen, was da los ist. Wir müssen ja immer im Bilde sein, nicht? Ja, sicher. Immer präsent. Das ist der Mann, der den ersten Spatenstich gemacht hat und natürlich der Mann, der dann, wenn Feierabend ist, den Stecker rauszieht und nach dem Abbau nochmal guckt, ob auch alles in Ordnung ist. Jetzt wollen wir mal durch euren Markt laufen, zusammen mit Jörg, und uns ein paar Sachen angucken und mal den Leuten zeigen, was es hier alles gibt und womit sie hier rechnen können und was halt wichtig ist, wenn man hier eine Woche fröhlich in Wacken seinen Urlaub verbringen möchte und nebenbei noch ein bisschen aufs Konzert geht. So ist es richtig. Ja. Okay. Mittendrin stand nur dabei, Jörg ist an meiner Seite, der Chef vom Edeka-Markt. Edeka hieß mal Spar, sparen kann man immer noch hier im Edeka-Markt. So ist es, genau. Sicher, die Preise sind also moderat und werden nicht irgendwie künstlich angehoben für das Festival. Hier kriegt jeder das zu den Preisen, wie man es gewohnt ist. 365 Tage im Jahr, alles was das Herz begehrt. Was macht ihr speziell für das Wacken Open Air bei euch? Also wir werden natürlich dafür sorgen, dass gerade wenn es warm ist, Wasser, Bier und alle anderen Dinge nicht ausgehen. Also wir sind dann gut bevorratet mit Konserven, also Ravioli oder eben auch Dosensuppen. Alles, was im Grunde so auch auf so einem Campingplatz dann eben auch mal gebraucht wird, sage ich mal so, haben wir in größeren Mengen vorrätig. Also das ist von Cherie, einer der Mitveranstalterinnen ja geschrieben worden. Da sind tolle Rezepte drin von einzelnen Künstlern. Das steht dann auch immer dabei. Also wer das
kreiert hat oder was ich auch immer. Also das kann man dann genau nachkochen, auch als interessierter Heavy-Metal-Fan. Also da gibt es, ich weiß gar nicht, so ein eingelegtes Kamel ist da mit bei und also was. Ein eingelegtes Kamel. Ja, irgend so was. Moment, wollen wir mal gucken. Falls das Ganze mal nicht schmecken sollte, um die Ecke gibt es eine Drogerie, da kann man sich auch Kopfschmerztabletten kaufen. So das ist hilft dann auch irgendwie. Ohne Ende. Also hier wird ein bisschen umdekoriert, das Ganze wird ein bisschen auf Heavy Metal umgebaut. Dann haben wir hier auch ganz charmante Sachen für Heavy Metal. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, ich weiß gar nicht, wie ich das titulieren soll. Schön, sehr schön, ja. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, gerade wenn es warm ist. Milchgetränke, man will ja nicht nur Bier trinken, vielleicht mal zum Frühstück auch mal eine Buttermilch oder einen Kakao oder so. Und da haben wir dann auch im Grunde reichlich da. Da werden wir auch von unserer Zentrale gut unterstützt, sodass wir dann immer gut und reichlich nachliefern können. Gute Nachrichten. Also für alle, die Hunger haben und gerne was Frisches essen möchten und trinken möchten, die sind hier bestens aufgehoben. Süße Leckereien, alles was das Herz begehrt. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Abteilung Frischfleisch und Käse zu. Und da habe ich gesehen, arbeitet eine charmante, gut aussehende junge Dame. Und ich bin der Meinung, die ist sogar mit dir verwandt. Ja, jetzt ist meine Frau gerade. Ach, das ist die Frau. Habt ihr Probleme mit den Sprachen, mit den verschiedenen Sprachen? Könnt ihr euch da gut verständigen oder benutzt ihr Hände und Füße oder wie macht ihr das? Alles. Also das, was wir mit sprachlichen Sachen regeln können, das Englisch wird in den 3 Tagen immer besser. Also das, was man im Laufe der Jahre dann verlernt hat, lernt man innerhalb von 2, 3 Tagen dann wieder. Und ich sag mal, das andere wird eben mit Zettel, Bleistift oder auch mit den Händen dann erklärt. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, noch keinen zurückschicken müssen, der dann nicht irgendwie bedient worden wäre oder so. Das kriegen wir immer hin. Wie sieht es eigentlich aus mit der Möglichkeit, Sachen hier zu bestellen und eventuell auch zu shutteln auf den Campingplatz runter? Oder müssen die Gäste sich das hier oben kaufen und dann in den Tüten irgendwie runtertragen? Also es ist so, dass die Gäste das hier kaufen, nehmen das mit runter. Wir haben aber dadurch, dass wir unten auf dem Platz hier auch noch ein Zelt haben, wo wir dann auch noch Ware anbieten, die Möglichkeit zu sagen, komm, wir liefern euch das dann eben mit der nächsten Tour runter. Wir fahren da ja auch ständig zwischen und dann kann man sich das unten am Zelt im Grunde auch abholen. Okay. Was war das Eindrucksvollste, was hier im Laden mal passiert ist, so als Anekdote oder Gag oder irgendwie mal ein Regal umgestürzt, irgendwas in der Richtung? Nein, also es ist grundsätzlich muss man sagen, dass es immer eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Also es ist ja sehr voll und trotzdem sind die Leute haben sehr viel Verständnis auch für die Verkäuferinnen, die das ja im Grunde nur einmal im Jahr mitmachen und sich alle Mühe geben, die Leute dann auch flott und freundlich zu bedienen. Es wird nicht gepöbelt an der Kasse, man steht an und sieht, dass wir dann auch alles geben, um den Ansturm dann schnell zu bewältigen. Was wir vielleicht mal hatten, jetzt mal eine junge Frau, auch im Tiefgang ohnmächtig geworden, die wurde dann hochgereicht und dann einmal nach vorne durchgereicht. Oder im letzten Jahr hatten wir einmal für 5 Minuten Stromausfall, dann blieben alle ganz ruhig stehen und als das Licht dann wieder anging, dann gab es Jubel, als wenn die Scorpions auftreten oder so. Das war ganz witzig eigentlich. Nach Käse ist ja, gleich nach Käse kommt ja Flüssignahrung. Guck mal, hier kriegt man auch hübsche Herrenunterwäsche, Feinripp-Unterhemden. Auch die falsche Farbe eigentlich, ne? Aber es ist ja noch... Bis zum Open Air noch eliminiert. Wir gehen dann mehr in diesen Bereich hier. Genau. Was ist, das muss man mal gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, ich muss mal lesen. Ein Damenslip. Ja. Es gibt den auch in groß. Ja. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier in der Getränkeabteilung. Hier haben wir irgendwie 200 verschiedene Sorten an Bier. Kommt ungefähr hin, habe ich jetzt nur geraten, aber es kommt ungefähr hin. Und auch alles, was das Herz begehrt, alkoholfrei, mit Alkohol, ohne Alkohol. Richtig. Also Alles, was man so braucht. Wirklich, also weit über 100 Sorten Bier. Wir haben zum Beispiel 4, 5 Sorten Kölsch ständig vorrätig, auch über das normale Jahr. Und das werden wir dann natürlich auch zum Open Air dann da haben. Wir haben Bier aus der Slowakei, wir haben holländisches Bier, hier das Heineken-Bier. Wir werden Budweiser anbieten und haben im Grunde hoffentlich für jeden Geschmack was dabei. Und in allen Landessprachen. So finden die Fans ja gleich das, was sie brauchen, weil es steht da drauf, in deren Heimatsprache. Genau. Fantastisch. Gute Idee. Apropos Bier, apropos Hitze, habt ihr irgendwie was zu trinken für mich? Ich habe wahnsinnig Durst. Wie heißt es doch so schön? Don't drink and drive. Aus diesem Grund habe ich mich mit Jörg zusammengetan. Jörg übernimmt das Wichtige, nämlich das Fahren. Ich übernehme das Zweitwichtige, das Trinken. Und da fällt mir gerade ein, Jörg, es gibt ja ein ganz spezielles Bier hier in Wacken. Das ist das Wacken Open Air Bier. Erzähl uns was darüber. Das Wacken Open Air Bier hat es letztes Jahr das erste Mal gegeben. Das ist eben extra aufgelegt worden, eine extra Edition dann mit Wacken-Logo drauf, schwarzes Etikett und Büffelschädel, so wie sich das gehört und ist tierisch gut angekommen. Und Holger, der Mitorganisator des Wacken Open Air, hat jetzt dann eben dafür gesorgt, dass wir jetzt dieses Jahr wieder ein neues Wackenbier bekommen, das auch in reichlicher Anzahl dann vorhanden sein wird. Das wird hier auch in den Geschäften zu kaufen sein und unten auf dem Platz.
Fantastisch. Wenn das Wackenbier im Laden erhältlich ist, kommen wir wieder. Dann drehen wir die große Runde hier im Laden und ich lasse mich von Jörg mal wieder ein bisschen durch die Gegend schieben. Alles klar. Prost! Ja, das waren Einblicke in den Supermarkt von Familie Jensen. Wir haben alle kennengelernt, den Senior, den Bruder, die Schwägerin, die Bäckerei-Fachverkäuferin, die Käseabteilung mit der Frau von Jörg haben wir gesehen. Und wir haben draußen einige Menschen erleben dürfen, die auch viel zu berichten haben über das Wacken Open Air, die hier auch mitarbeiten und die sich alle freuen, dass jetzt in schon wenigen Tagen hier richtig die Post abgeht und auch wir freuen uns drauf und in kurzer Zeit sehen wir uns schon wieder und dann berichten wir mehr über das Drumherum und über das Wacken Open Air an sich und im Allgemeinen. Bis dahin, ciao. Ja.